natürlich wunderbar, diese Anfrage erhalten zu haben. Ich habe vor einem Jahr einen Anruf bekommen vom MUDA und sie haben mich gefragt, ob ich eine Ausstellung machen würde hier in Bellinzona im Castel Grande. Und ich habe da natürlich sofort dran gedacht, dass das ein total toller Kontrast wäre mit diesen alten Gemäuern, diesen Steinen, diese in Verbindung zu bringen mit den digitalen Pixeln. Und auch bin ich sehr oft im Tessin, auch im Matschatal, und auch einige Arbeiten, die hier in der Ausstellung sind auch dort entstanden. Und so ist das eigentlich zusammengekommen. Die Herausforderung war natürlich auch, dass wir hier ein Setup aufgebaut haben, was ziemlich komplex ist, auch von der ganzen technischen Struktur her. Aber das MUDA hat das wunderbar gelöst. Welcome, Major Brandon. The floor is yours for official. Also im ersten Moment betritt man einen Raum, der eigentlich den urbanen Raum zeigt. Das heißt, auch generell in meiner Arbeit bin ich interessiert am urbanen und am natürlichen Raum, an dieser Schnittstelle, aber gleichzeitig auch an der Schnittstelle von real und virtuell. Und das ist eigentlich kommt hier in der Ausstellung zum Tragen. Wenn wir dann weitergehen, also vom urbanen Raum aus, kommen wir eigentlich so in den mehr oder weniger natürlichen Raum. Dort haben wir aber auch Arbeiten, und da bin ich sehr dankbar, dass Esther Hunzigo, Gisin Vanetti und Sabine Hertig auch je eine Arbeit zur Ausstellung beigetragen haben. Und ja, da kommen wir eben in diesen Raum, der eigentlich mit natürlichen Umgebungen spielt und auch den Dialog sucht zur Schnittstelle eben mit digitalen Veränderungen. Also ich habe früher sehr, sehr gerne gezeichnet und mache ich heute auch immer noch. Und gleichzeitig war auch das Interesse sehr stark, mit dem bewegten Bild zu arbeiten. Und in der Animation konnte ich eigentlich dann später das beides zusammenführen. Wie ich generell arbeite, ist eigentlich, dass ich immer als Ausgangslage, ich nenne es analoges Material, verwende. Für mich ist auch analog, wenn es eine Fotografie ist von der realen Umgebung oder eine Video- oder eine Drohnenaufnahme, und eben dann dieses Material nehme und digital weiter verarbeite. Also das ist eigentlich immer so dieser Moment von der Schnittstelle von analog zu digital. Und was mich natürlich besonders interessiert, ist eben die Technik einerseits, ja, aber auch ganz wichtig und zentral ist das Bild. Und das bewegte Bild, die Komposition und alles, was dazugehört, dass das am Schluss dann eben auch funktioniert. So this is a whole composition, again with VR glasses, and I also finished. Also es gibt da zwei verschiedene Prozesse, die ich angehe. Das eine ist, dass ich mich einfach durch die Stadt bewege und mit Fotokamera und Drohnen im Gepäck dann auf die Umgebung einlasse und schaue, was springt mir ins Auge, was könnte ich mit diesen unterschiedlichen Momenten kreieren, die ich dann antreffe. Also das eine, da schaue ich, dass ich das einmal in der Woche zum Beispiel machen kann. Und dann gibt es aber auch sicher längere Arbeiten, die mich ein Jahr, bis die längste Arbeit ist Intersect, die mich 4 Jahre lang begleitet hat, immer wieder. Da arbeite ich dann auch ganz klar an einem Konzept, wo ich dann sehr stringent, vielleicht nicht am Anfang, aber nach der Recherche dann sehr stringent verfolge.
we have the wonderful work of Andreas For an Gies. exhibition in a little science museum, we push a little bit to perception and then Work with. And so I just all these 3D works, they work. Also die Technik soll ja dann eigentlich wie auch nicht sichtbar sein, sondern man soll sich auf die Bilder konzentrieren können. Aber was dahinter für Kabelleisten und generell Verbindungen technischer Natur stattfinden, ist schon extrem und das braucht auch wahnsinnig viel Zeit. Vor allem auch ist natürlich die Schwierigkeit in einer Ausstellung, das auch so zu konzipieren, dass es jeden Tag dann auch funktioniert und vor allem auch die ganzen Loops, das tönt alles sehr einfach, aber im Detail ist es dann doch immer eine große Herausforderung. Very interesting dialogue also on the Sunday. So I think the interesting thing because there we see insects who are let's say responsible on the ground. But es sind 3 neue Arbeiten dabei. Eben die eine Arbeit ist ein Kollaborationsprojekt mit Sabine Hertig, das ist Exhibition Hoch 3. Das Werk ist jetzt vor 3-4 Wochen fertig geworden und Neoland ist auch eine neue Arbeit. Also ich bin jetzt gerade total happy, dass diese Arbeiten jetzt hier gezeigt werden können. Also ich habe in der Serie Hybrids auch angefangen mit AI zu arbeiten. Das heißt, diese Serie fängt an, indem dass ich Objekte in der realen Umgebung sehe. Dann ziehe ich die VR-Brille an und erweitere diese Objekte mit digitalen Zeichnungen. Und ganz am Ende in Kombination, also das Reale kombiniert mit diesen Zeichnungen, setze ich dann mittels künstlicher Intelligenz in Bewegung. Ausblicksmäßig, also klar, künstliche Intelligenz interessiert mich, aber ich habe doch auch sehr gerne das Handwerk im Sinne von digitale Räume zu bauen, digital zu arbeiten generell. Das ist etwas, was ich ganz sicherlich beibehalten werde. Ich habe auch schon 1-2 Projekte, wieder neue, aber ich glaube jetzt nach der Vernissage bin ich erstmal froh, wenn ich mal für mich 2-3 Wochen Pause machen kann.